Wir feiern 10 Jahre Jubiläum und haben uns, als wir angefangen haben mit Planen, vor 2 Jahren schon überlegt, was können wir machen zu diesem Jubiläum, wie können wir das würdig begehen. Und musikalisch haben wir uns für ein Orchesterkonzert entschieden, mit romantischen Werken für Männerchor und Orchester, wo wir jetzt im Mai aufgeführt haben mit dem Symphonieorchester Basel. Und dann im Nachgang haben wir dann eigentlich gedacht, es wäre eigentlich schön, wenn es eine Gelegenheit gäbe, wo wir die Werke noch mal auffeiern können, 1 oder 2 Mal im Ausland. Und die Ukraine hat sich dann sehr schnell ergeben, weil ich selber von einer früheren Reise noch Kontakt hatte zum Kinderchor Szczederik. Ich bin dann bald einmal 2 Tage auf Kiew gegangen, habe dort mich mit den Verantwortlichen getroffen und wir haben das zusammen dann relativ schnell eigentlich genagelt. Und dann ist es dann recht schnell gegangen, auch mit einem zweiten Konzert, das wir in Tschernihiv jetzt veranstaltet, im Norden von Kiew. Und von dem ausgehend hat sich dann der Rest von der Reise dann zusammengestellt. Vilnius als Anfang, weiter im Norden und dazwischen, zwischen Ukraine und Litauen, noch ein Abstecher auf Weißrussland, was ja auch eine alltägliche Destination ist, zum Reisen oder auch zum Konzert gehen. Ja, wir sind jetzt hier in Vilnius, der erste Tag der Chorreise, gestern Abend spät angekommen. Wir sind zuerst von Basel auf Frankfurt geflogen und dann zu Frankfurt umgestiegen in den Flüger nach Vilnius. Am Flughafen haben wir dann die angetroffen, die schon auf der Vorreise waren in Weißrussland. Und auch unsere Gastfamilien sind dann, wie es schon spät war, schnell auf die Gastfamilie verteilt worden. Wir sind jetzt das 4. in einem Pärchen mit Simonas und Birute, mit 2 kleinen Kindern. Es hat dann sogar noch etwas Kleines zu Nacht gegeben, obwohl schon nach Mitternacht war. Brötchen mit Lachs und mit so einem speziellen Aufstrich mit Cannabissamen und so. Das hat es, glaube ich, bei anderen auch gegeben. Von dem her scheint es etwas Spezielles zu sein, was es da noch oft gibt. Ja, nachher haben wir eigentlich gleich noch genug Zeit gehabt, um ein bisschen auszuschlafen. Dann, bis heute Morgen. Es hat ein gutes Morgen gegeben. Und nachher ist schon die erste Probe angestanden in der Kirche, wo dann morgen Abend als Konzert werden hat, zusammen mit Belcanto. Es war jetzt noch keine super Probe, es war halt morgen, sind alle noch ein bisschen müde. Aber sicher gut, um schon mal einen ersten Eindruck zu haben. Nach der Probe ist dann eine Führung vom Programm gestanden, eine Stadtführung. Zuerst hat es noch das Mittag gegeben, am Anfang dieser Führung mit einem kleinen Beer-Tasting. Und nachher mit dem vollen Bauch haben wir dann einen längeren Spaziergang gemacht durch die Altstadt von Vilnius bei wunderschönem Herbstwetter. Ja, wo man jetzt da wirklich noch die Sonne geniessen kann. Super Temperaturen. Und als nächstes steht jetzt heute Abend noch die Hauptprobe an, zusammen mit Belcanto. Und nachher wahrscheinlich eher einen gemütlichen Abend, wie wir dann morgen das Konzert haben. Посетителя Management Basel. Wir sind hier in Vilnius, eine super Atmosphäre in dieser Kirche, eine riesige Lichtshow, wie man das eigentlich an klassischen Konzerten höchst selten erlebt. Ein bisschen irritierend am Anfang, als ich das gesehen habe, und nachher habe ich gedacht, irgendwie ganz toll, das mal so zu erleben, und wir haben auch einige Stücke, die gut reinpassen. Das erste Konzert ist für uns auch speziell, weil wir haben doch einige Neue, die zum allerersten Mal mit uns hier singen, und die sind schon voll integriert. Was ganz speziell ist, ist, dass unser Vizedirigentin David Rossel ein Stück für uns komponiert hat zum 10-jährigen Jubiläum. Das ist auf Kirchenslawisch
Das versteht man hier noch nicht so, aber in Weißrussland, in Minsk, werden sie das sehr gut verstehen. Das heisst, dort interessiert es mich, wie das sprachlich ankommt, aber eben auch vom Musikalischen her. Es ist ein wunderbares Stück, das sage ich jetzt nicht einfach, weil es der David ist. Pater Noster Divina Mūsų. Diriguos Meistr Basel, dirigentas Oliver Luke. Das erste Konzert auf unserer diesjährigen Konzertreise ist uns gut gelungen. Wir sind hier Gast beim Belcanto gekommen und die tun uns enorm schön beherbergen. Wir dürfen mit ihnen zusammen singen. Also wirklich, man hat das Gefühl, es ist um eine Ecke. Ganz generell muss man eigentlich sagen, hier Vilnius, Europa, es ist wirklich nicht so weit, wie man meint, wenn man hier ist. Es sieht alles ähnlich aus, es ist alles schön rausgeputzt. Das habe ich schon ein bisschen anders erwartet, aber ich glaube, meine Erwartung an Minsk, Weißrussland diesbezüglich, das ist, glaube ich, dann wirklich noch eine andere Welt und auf das bin ich ganz, ganz gespannt. Auch darauf, wie das Publikum reagiert auf unsere Performance. Ich bin jetzt froh, dass das erste A-Cappella-Konzert gut gegangen ist, aber irgendwie im Hinterkopf, wahrscheinlich bei allen, ist auch, es geht jetzt nicht einfach so weiter, das zweite, dritte, vierte Konzert und jedes wird besser A-Cappella, sondern wir wissen, ab dem dritten Konzert haben wir ein neues Programm. Und das ist sicher herausfordernd, aber das gibt auch irgendwie so eine gute Stimmung auch zum Proben. Wir haben es ja super glatt miteinander, aber es ist auch schön, wenn man weiss, wir haben keinen Wettbewerb, wir haben nicht den Druck, sondern wir haben wirklich einen musikalischen Druck, programmatisch. Es erwartet uns noch ein weiterer Höhepunkt nächste Woche in Kiew und in Tschernihiv und auf das freuen wir uns riesig. Wir sind jetzt in knapp 3 Stunden mit dem Zug von Vilnius nach Minsk gefahren. Für uns war es speziell. Wir haben ausführliche Kontrollen bekommen mit Passkontrolle, Gepäckkontrolle.
sind aber eigentlich immer sehr korrekt behandelt worden, haben uns natürlich auch sehr korrekt verhalten, was für uns vielleicht nicht ganz selbstverständlich ist. Und sind jetzt gespannt, was uns in den nächsten Tagen in diesem doch noch recht unbekannten Land für uns erwartet. Bis vor kurzem haben wir eine direkte Zugverbindung von Basel über Minsk nach Moskau. Ich bin schon 2-3 Mal durchgefahren, aber jetzt einmal richtig die Stadt selber kommt, das ist etwas Neues. Добро пожаловать в Беларусь. Добрый день всем. Желаю нашему хору, нашему базельскому хору хорошо выступать на сцене. Herzlich willkommen hier in Minsk. Grüezi miteinander. Ich wünsche unserem Männerchor, der Männerstimme Basel, einen sehr guten Auftritt. Das ist das, was ich jetzt gerade auf Russisch gesagt habe. In Kürze wird nämlich die Männerstimme auftreten hier in Minsk. In der Philharmonie in Minsk werden sie ihr A Cappella-Programm aufführen, nämlich zu der 10-jährigen Jubiläumsreise. Und ich bin eigentlich hier zum Übersetzen für den musikalischen Leiter und auch für den Chor, für die Gastfamilie, weil das Englisch halt jetzt vielleicht doch hier noch nicht so ganz überall so verbreitet ist. Und das ist gefährlich, weil wenn ich hier sehe, wie die Leute singen und gesungen haben in Vilnius und wenn ich die tollen Geschichten höre von den Sängern, was sie hier erlebt haben mit der Männerstimme, das ist natürlich toll. Und ich erinnere mich hier auch an die KGB-Zeiten. Und ich bin super froh, kann ich hier endlich jetzt meine Russischkenntnisse anwenden und den Chor jetzt hier auf der Reise begleiten. Es ist mir eine große Freude und ein besonderes Vergnügen, in meiner Eigenschaft als offizieller schweizerischer Vertreter heute Nachmittag den Chor Männerstimme Basel hier in der Hauptstadt Minsk begrüßen zu können. Ein sehr toller, gelungener Abend. Ich bin jetzt ein Jahr hier. Das ist das allererste Mal, dass ich eine schweizerische künstlerische Gruppe kann empfangen kann. Und ich muss sagen, also gut, als Schweizer bin ich natürlich begeistert, nicht, von den A Cappella-Gesängen, von mehrere Jahrhunderte abdeckt. Und auch, was mir natürlich auch besonders hier gefallen hat, das ist auch die Schweizer in ihrer Vielfalt, nicht sogar ein rätoromanisches Lied. Und Tessiner, Jura und so weiter, das hat mir extrem gefallen. Was mir ebenfalls sehr beeindruckt hat, das ist die Reaktion von dem weißrussischen Publikum, das ja mehr als begeistert war. Er hat hier eine spontane Beifallskundgebung ausgelöst, die gerade hier eher selten sind. Mit Weißrussen sind jetzt nicht besonders emotionale Leute. Weißrussland hat fast 10 Millionen Einwohner. Wir wohnen in Minsk, wo knapp 2 Millionen Einwohner hat. Gestern haben wir ein wunderbares Konzert gehabt im kleinen Saal von der Philharmonie und die Reaktionen waren absolut überschwänglich. Wir haben viele Leute gesehen, die Tränen hatten in ihren Augen. Also als Schweizer doch sehr, sehr spezielle Eindrücke von diesem Land. Wir haben uns vor einiger Zeit eigentlich auf die Fahne geschrieben, dass wir jedes Jahr eine Auftragskomposition vergeben an einen Komponist,
Schweizer Komponist, der uns ein Werk schreibt für Männerchor, 4- bis 8-stimmig. Und ich habe letztes Jahr mal das Gefühl, oder die Idee mal ein Stück zu schreiben für Männerchor innerhalb von einer Sammlung, die ich gerade am Schreiben gesehen bin. Und da habe ich mir auch gedacht, das wäre jetzt eigentlich eine tolle Gelegenheit, etwas dem Chor zurückzugeben auf einer anderen Ebene. Und dann ist das Stück entstanden, Bogorodice, was Maria-Hymnus ist aus der orthodoxen Gedenkliturgie, namens Panichida. Und hat das dann eigentlich wirklich dann probiert, dem Chor auf ein Lieb zu schreiben, so dass es wirklich auch ein würdiges Geschenk ist nach 10 Jahren Männerstimme Basel. Und ich glaube, das ist jetzt voll aufgegangen, wenn ich das jetzt wahrgenommen habe. Der Sänger gefällt das Stück, es ist auch im Publikum jeweils immer sehr gut angekommen. Und ich bin sehr dankbar, dass das Vertrauen mir geschenkt worden ist und dass ich so etwas für den Chor zurückgeben kann. Heute Morgen fahren wir mit dem Zug von Minsk nach Ommel. Und wir haben für das sehr früh aufstehen, ca. um 5:30. Darum sind wir wahrscheinlich alle noch ein bisschen müde. Jetzt fahren wir nach Ommel und dort werden wir eine Probe haben. Und am nächsten Tag fahren wir dann gerade weiter auf Tscherniv. Es ist jetzt Mittwoch, der 17. Oktober. Es ist Tag 8 auf unserer Konzertreise. Wir sind im Moment gerade im Zug wieder einmal. Im Zug von Weißrussland, Gomel, nach Tschernihiv in der Ukraine. Wir reisen also von Norden in das Land ein. Wir sind gerade wieder am Fahren. Vorher sind wir einen Moment gestanden, weil die Grenzkontrolle eine Zeit gegangen ist. Wir sind auch einzeln kontrolliert worden. Hat aber alles reibungslos geklappt. Das Klima ist sehr feucht, merkt man. Wir haben aber das große Glück, dass wir in dem Herbst, wo man eigentlich eher damit gerechnet hat, dass es kalt wird, teilweise sehr, sehr, sehr angenehme Temperaturen gehabt haben. Also man ist teilweise sogar im T-Shirt rumgelaufen bei der Stadtführung. Gestern haben wir in Gomel noch eine nötige Probe gehabt, wo wir unsere Orchesterwerke geprobt haben. Heute haben wir eine Probe mit dem Orchester in Tschernihiv. Uns ist gesagt worden, die spielen dann für das Konzert, das morgen ist, in ihren Trachten. Das wird sicher auch noch speziell. Der Grund für das ist, weil sie gesehen haben, dass wir ja auch in unseren Trachten singen. Das kann man dann vielleicht noch erklären, dass es nicht Trachten sind, aber wird sicher ein gutes Erlebnis. Sonst, Ukraine ist offenbar effektiv das grösste Land, jetzt, gemessen an der Fläche in Europa. Wenn man einmal Russland wegnimmt, wo sich nicht gänzlich in Europa geografisch befindet. Hat viele Einwohner, 45 Millionen Einwohner fast. Das heisst wirklich sehr viel mehr als die Schweiz und auch ein Stück mehr als Weißrussland. Was man weiss, ist, dass die beiden Länder ja eine sehr bewegte Geschichte haben. Weißrussland und auch die Ukraine sind unter unterschiedlicher Herrschaft eigentlich gewesen, über das ganze Jahr. Das heisst, ich gehe davon aus, dass man ein Stück weit auch merkt, dass sich eine
Kultur irgendwie hat müssen erhalten über verschiedene Epochen, wo die Länder fremdbestimmt waren. Bei der Ukraine ist noch vielleicht speziell zu sagen, dass es in der jüngeren Vergangenheit ja auch Proteste gegeben hat, Schwierigkeiten. Man hat Ukraine-Krieg gehabt, zuerst die Krise und dann der Krieg, der entstanden ist, eine Annexion von Krim durch Russland. Das heisst, auch die jüngere Geschichte von der Ukraine jetzt ist speziell noch einmal sehr, sehr bewegt. Und ich glaube, was man wird erkennen ist, dass ein Teil des Landes eher gegen Europa gewandt ist und der andere Teil vermutlich eher gegen Russland gewandt. Aber es wird sicher auch spannend sehen, ob wir von dem etwas effektiv im Alltag mitkriegen. It's again a question of balance. We have to check a couple of things, because the brass section is too loud. Yeah? At Y. Y is way too loud. And we start before at X. X. Yeah? We start now. X. Auf Rekord. Akzent und bitte, es gibt wirklich so 2-3 Stellen in diesem Bruch, wo alle auswendig können. Es singt wirklich auswendig, denn es macht so viel aus. So löschen, die Fackel ist unisono. Wenn da gewisse Noten schauen, dann geht die Präsenz weg. Ja? Also nicht ganz auswendig singen, das ist nicht die Idee, aber gewisse Stellen. Auch am Schluss, ich verstand immer noch nicht, warum der Schluss Vaterland, die letzte Hymne, die muss auswendig gehen. Sonst bedeutet sie auch weniger, so, ja, vom Inhalt her. One bar before X. One bar before X. Können wir aufstehen? Sonst Chor schon viel präsenter als sonst. Das ist jetzt eine Stelle, die der David auch gefunden hat mit dem Wallen. Dort geht es noch nicht. Das schauen wir jetzt, ob wir das klären können. One. Already too much in the bass, the tuba and bass trombone. Less. And more accents. It's really when you make ba and you go away from the tone. Also wir sind jetzt am zweiten Tag hier in Tschernihiv und weil wir uns doch relativ anspruchsvolles Ziel gesetzt haben, nicht mit einem Programm auf die Reise zu gehen, sondern mit 2, haben wir gestern eine Probe gehabt und jetzt haben wir gerade Generalprobe hier mit dem Orchester von der Philharmonie von Tschernihiv und wir führen unser Heldenprogramm nochmal auf. Morgen gehen wir dann auf Kiew, haben nochmal eine Generalprobe und führen nochmal das Heldenprogramm auf. Und dafür sind auch unsere beiden Solisten wieder gekommen, der Robbie Koller und der Michi Feifa. Vielleicht hören wir den Michi sogar ein bisschen im Hintergrund. Weil jetzt läuft gerade die Probe und Rinaldo ist das Thema. Inhaltlich geht es um einen Kriegsritter, der Rinaldo, der von einer Zauberin auf einer Insel festgehalten wird und seine Kollegen wollen ihn retten. Nachher singen wir dann Leonidas. Das ist eigentlich so die Schlacht bei den Thermopylen, wo der König von Sparta probiert, ein Perserheer von rund 50'000 Mann mit 300 Mann zurückzuhalten. Und dann das Glück von Edenhall, vom Schumann, das ist eine Legende von Ludwig Uhland. Da geht es um ein Glasgefäß, wo, wenn man das kaputt macht, verschwindet das Glück von einer ganzen Familie und die ganze Burg geht in sich zusammen. Und logischerweise muss der Fürst dann mit dem Glas umspielen und es geht kaputt. Soweit zu dem. Spasiba, and we're looking forward to the concert tonight. Thank you. Ihr wisst Bescheid, oder? Gut. 5:30 Gepäck, 6 da.
Wir machen ja immer vor dem Konzert ein Warm-up und das ist ganz wichtig, dass der Körper parat ist fürs Singen, weil der Körper ist eigentlich unser eigenes Instrument und mit den Männerstimmen macht das sehr viel Spaß, weil man kann mit ihnen sehr lustige Sachen ausprobieren und sie machen immer super mit. Man kann auch blöde Sachen machen, man kann auch blödeln und sie haben selber immer Freude daran. Das macht auch mir sehr viel Spaß. Das ist eine meiner Lieblingsübungen, weil im Warm-up geht es eigentlich immer darum, dass man entspannen und alles anspannen kann, sodass man die perfekte Spannung im Körper findet. Und hier geht es vor allem darum, dass man auch Gesichtsmuskulatur schön aktiviert. Und das für das Singen ganz wichtig, dass alle Muskeln auch im Gesicht mitschwingen und mitschaffen. Ich habe den Chorsatz vom Beresina-Lied vor 6 Jahren für die Männerstimme geschrieben. Einfach, ich habe das Lied kennt, die Melodie, und ich finde es ein schönes Lied mit einem guten Text. Und ich habe gedacht, da kann man etwas gut Passendes für die Männerstimme schreiben. Und dann ist es auch tatsächlich sehr gut angekommen, das Lied, und ist immer wieder als Zugabe gesungen worden. Und dann ist so Anfangsjahr, wo wir das Jubiläumskonzert in Basel vorbereitet haben, ist mal die Idee aufgekommen, ja, dass man vielleicht auch das zur Zugabe vom Jubiläumskonzert machen. Und dann habe ich es probiert, um eine Orchestrierung zu ergänzen. Und das Symphonieorchester hat sich dann bereit erklärt dazu, das auch tatsächlich aufzuführen. Und das war sehr schön gewesen. Und jetzt haben wir es hier auch noch mal können, einfach heute als Zugabe vorschlagen. Das war überhaupt nicht geplant. Und wir mussten schauen, dass das Konzert nicht zu lang wird. Und dann hat sich das Orchester von Tschernihiv aber spontan bereit erklärt, das mitzumachen. Und jetzt ist es auch hier in der Ukraine gelungen. Und das ist cool. Wir haben gerade ein wunderbares Konzert hinter uns in Tschernihiv in der Philharmonie mit dem lokalen Philharmonischen Orchester. Nach 3 Stunden Probe sind wir dann nach 2 Stunden Konzert auch noch relativ geschlaucht. Wir freuen uns jetzt auf Kiew, auf die Gastfamilie. Der Bus ist voll, es sind 48 Leute hier rein. Jeder einzelne Platz ist besetzt, außer der neben Gnüsli. Wer weiß warum. Wir freuen uns auf morgen mit dem besten Orchester von der Ukraine können aufzutreten. Und morgen bretschen wir das Heldentum noch mal an. Ja, nein. Do's and don'ts
Ausland ist es üblich, sofort Schuhe abziehen. Auf keinen Fall mit der Schuhe in die Wohnung reinlaufen. Einfach damit ihr es wisst, normalerweise tun sich nur mit Männern Hände schütteln. Geschenke geben wir immer am Anfang, das heisst, ihr könnt gerade noch jetzt oben eigentlich euer Geschenk abgeben. Das waren mal so ein paar Unterschiede so vielleicht zu uns. Ja, das Wichtigste ist für das mit den Schuhen. Ja. Merci, Thomas. Kannst du noch duschen? Can I change? Ludwig and Patricky. Patricky. Hello.
Wir haben jetzt gerade den ersten Teil von unserem Konzert hinter uns gebracht. Der zweite Teil steht jetzt gerade an. Ein letztes Mal von unserer Konzertreise, so quasi unser Abschluss hier in der Philharmonie in Kiew. Es ist ein wunderbarer Ort. Wir haben ein tolles Orchester, das uns unterstützt. Und das rocken wir jetzt. Genau. Schade, wenn so eine großartige Reise zu Ende geht, aber ich glaube, es ist auch gut, wir sind doch relativ müde. Es war eine wunderbare Reise. Wir haben 2 verschiedene Programme aufgeführt, A Cappella in Litauen und Weißrussland und hier mit 2 verschiedenen Orchestern in der Ukraine nochmal unser Jubiläumsprogramm aufzuführen. Es war sensationell gewesen. Mit Menschen, die wirklich mit uns musizieren wollten, mit Publikum, das uns so viel Wärme entgegengebracht hat. Wir sind überglücklich und weiter geht es so. Vielleicht als kleiner Ausblick noch, wir haben jetzt 10 Jahre Männerstimme hinter uns. Wir haben jedes Jahr immer ein Projekt gemacht, eine Reise gemacht, die uns immer wieder weitergebracht hat, wo immer wieder eine außergewöhnlichere Destination dabei war oder ein außergewöhnliches Projekt. Und es ist nicht einfach, da jedes Jahr sich immer weiter zu steigern. Wir hoffen, dass wir das weiterhin schaffen. Eine Idee ist, dass wir in 2 Jahren oder bis in 2 Jahren eine interkontinentale Reise machen, eine Reise auf Übersee. Wohin das soll gehen, das steht noch in den Sternen. Es gibt diverse Ideen dazu. Es soll auf jeden Fall etwas verbunden sein mit einem Festival oder mit einem Wettbewerb, wo wir auch viel wieder Schweizer Musik schaffen können, präsentieren und somit auch unsere Funktion als Kulturbotschafter von unserem 4-sprachigen Land können wahrnehmen.